Moin moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es eine Runde Shakes and Fidget. Ja, und das Geburtstagsupdate ist endlich da. Wir haben News dazu und die sind natürlich so wie immer herausragend wie Haifischflossen, hervorragend wie Felsvorsprünge. Ja, hier der internationale Community Manager Cotti hat die News angekündigt zu heute und wir lesen uns das Ganze mal durch. 11, eine Schnapszahl, unser 11. Geburtstag in der Übersicht. Moin moin, liebe Heldinnen und Helden, heute ist es soweit. Unser 11. Geburtstag wird gefeiert. Erstmal herzlichen Glückwunsch an Shakes and Fidget für 11 Jahre bestehen. Schafft auch nicht jedes Browser-Game einfach mal so. In diesen News möchte ich euch eine Übersicht geben, was diese Woche geplant ist und natürlich auch, was das kommende Update für euch bereithält. Ein Wort zum Update vorweg. Den aufmerksamen Changelog-Lesern wird auffallen, dass Version 4.000 mehr Änderungen vornimmt als vorherige Releases und das ist auch durchaus beabsichtigt. Wir haben euer Feedback gehört und wollen mit diesen und kommenden Spielversionen den Zugang zum Spiel wieder erleichtern, den Spielfluss positiv lenken und den Druck, den manchen Funktionen Aufbauten wieder senken. Ja, genau. Version 4.000 wird in Kürze auf Welt 1 Deutschland aufgespielt. Könnte jetzt schon sein, dass es überall aufgespielt ist in der Zwischenzeit werden und die restlichen Server sind nach aktueller Planung dann im Laufe des Nachmittags dran. Ja, also jetzt ist es schon auf jeden Fall da. Wie immer der Hinweis an euch, nachdem die Spielwelt wieder erreichbar ist, okay, aktualisieren. Und er will uns nicht weiter auf die Folter spannen. 4 gewinnt. Ich möchte euch nicht weiter auf die Folter spannen, daher gibt es nun einen Überblick mit Erklärungen über die meisten neuen Funktionen und auch abgeänderten Funktionen in Version 4 des Spieles. Ja? Abhakliste zum Abhaken. Okay, das ist die To-Do-Liste, die kennen wir schon. Ja, wenn ihr euch in der Stadtkarte, wenn euch die Stadtkarte auftaucht, findet ihr einen Eingang der Taverne. Nun einen Aufsteller, klickt ihr auf diesen oder alternativ auf zweimal den Post-Button, dann kommen wir zur To-Do-Liste. Da gucken wir mal kurz hin. Ja, wir haben hier einmal die Post, zack. Und da haben wir hier auch die ganzen, da haben wir die Abhakliste auch in ihrer ganzen Version. Ja, vorher war sie ein bisschen unvollständig, jetzt haben wir sie komplett hier. Okay, das ist krass, da haben wir sehr viele Sachen mit dabei auf jeden Fall. Und ja, hier hatten wir auch das Klemmbrett gesehen. Ja, da kommen wir ganz easy, ganz einfach hin. Sieht jetzt sehr gut aus, das Ganze. Runentausch beim Schmied. Sobald eure Gegenstände Runen haben, können wir der Aussehen ändern Button beim Schmied durch einen Runentausch Button ersetzen. Darüber könnt ihr die Runen zweier Items untereinander tauschen. Das Aussehen von Gegenständen könnt ihr weiterhin über das Kontextmenü Rechtsklick auf ein Item erreichen. Okay, wir gucken mal kurz rauf. Wo war das? Beim Schmied? Ja. Da schauen wir, da haben wir den Runentausch, ja, und wenn wir da jetzt irgendein Item nehmen wollen, okay, dann kostet es 20 Pilze. Wir gehen mal kurz so. Okay, ja, das ist ein bisschen schade, muss ich sagen, weil ich hatte noch ganz ehrlich damit gerechnet, dass man noch eventuell ja, Ressourcen, also Kristalle oder Metalle dafür nutzen kann. Hier sieht es jetzt nur aus, als muss man die 20 Pilze investieren, um das Update auch nutzen zu können. Ich hatte da ehrlich mit gedacht gehabt, dass da noch die Ressourcen noch, wie beim Sockel-Upgrade oder so, noch mit dazukommen, aber das ist leider nicht der Fall. Ja. Trotzdem auf jeden Fall besser, als wenn man beim Epic-Event 1000 Mal blättert oder wenn das mal überhaupt reicht, 1000 Mal. Die perfekte Waffe mit der perfekten Spanne, mit der perfekten Rune, mit den perfekten Werten, mit der, ja, weiß ich nicht, perfekten Schaden, alles zu finden. Da sind mir die 20 Pilze dann doch angenehmer, auch wenn es immer noch viel ist, aber es ist auf jeden Fall deutlich günstiger als die Version davor. Habt ihr auf eurer Spielwelt alle neuen Hexenrollen, also übrigens die Saftpresse, ne? Freigeschaltet und das Pet-Nest aktiviert, könnt ihr bei der Hexe je 10 Früchte einer Sorte zu einem Trank des entsprechenden Attributs eintauschen. 10 Früchte für einen Trank, okay. Bei der Hexe gucken wir mal, da haben wir jetzt die Früchte unten zu sehen, okay. Ja, das werde ich jetzt aber nicht testen, weil die Früchte brauche ich definitiv noch für meine Pets. Aber so sieht das Ganze aus hier, ja. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob der das automatisch macht, deswegen lasse ich das lieber sein.
Ich will nicht die 10 Früchte hier opfern. Ja, aber wenn ihr das habt auch schon, dann könnt ihr das auch selbst austesten. Ist meiner Meinung nach jetzt noch nicht worth, wenn man jetzt die Pets noch nicht alle auf Maximallevel hat. So, dann haben wir die Dungeons 13 der Licht- und Schattenwelt bekommen 10 weitere Ebenen. Also Licht sowohl als auch Schattenwelt bekommen 10 neue. Das Schattenpad Daiblatz ist nach wie vor findbar und sobald man die ersten 12 Schattendungeons und die ersten 10 Ebenen des 13 Schattendungeons geschafft hat, ja, also da ändert sich nichts. Da haben wir einmal hier den 13. Stock, da haben wir schon den ersten Gegner, mal als kleinen Teaser. Nur vorab, die Gegner werden wir nicht heute besiegen, das werden wir morgen im Video machen, ja, damit ich euch noch ein bisschen auf die Folter spannen kann. Ich will nicht alles jetzt in einem Video machen. Heute erstmal nur das Infovideo dazu und morgen im Video werde ich hier mit meinen 517er versuchen, so weit wie möglich hier zu kommen im 13. Stock. Und dann werden wir schauen, ja, wie weit das geht hier und wie weit wir mit meinem Main kommen werden hier im 13. Stock. Da bin ich mal sehr gespannt, da könnt ihr auf jeden Fall auch dranbleiben. Falls ihr nichts weiter verpassen wollt, dann abonniert ganz gerne den Kanal, um auf ja, weitere Informationen nicht zu verpassen und das würde mich auf jeden Fall auch sehr freuen, ja, wenn jetzt im Laufe der Woche jetzt noch mehr hier kommen soll. Okay, oh, Alter, der ist schon 468, ja, okay, gut, wir schauen weiter. Also wie gesagt, morgen der Dungeon Fight. Bier für die Zeitmaschine. Die Zeitmaschine kann nun auch mit Pilzen beladen werden, die diese automatisch in getrunkene Biere verwandelt. Solltet ihr an einem Tag mal nicht alle 10 Bier schaffen. Das 11. Bier der Zauberrolle gilt hier nicht. Okay, gucken wir auch nochmal ganz kurz rauf. Zack. So, die Zeitmaschine werden wir mal gleich usen hier. Und ja, okay, füllen. Okay, kann man jetzt mit Pilze füllen. Ja, also wie gesagt, für Leute, die ihre Alu nicht schaffen, ist es ganz nice. Ansonsten, ja, ist es denn sonst eher, sag ich mal, Verschwendung, weil man sich ja die Quest nicht automatisch aussuchen kann. Man verzichtet auf Gegenstände, Früchte etc., Ressourcen, alles, was da drin vorkommt, nur damit man halt seine Alu schafft. Ne? Also ist natürlich bei Weitem nicht worth, ne? Ist ganz klar, sollten auch die meisten wissen. Nur wenn ihr es halt wirklich nicht schaffen solltet, eure Alu, ja. Okay, finde mir eine Gilde oder ein passendes Mitglied. Gildenleiter haben nun die Möglichkeit, über den Gildenfinder freie Plätze in der eigenen Gilde für Spieler mit bestimmten Voraussetzungen zu reservieren. Gildenlose Spieler haben die Möglichkeit, eine neue Gilde zu gründen oder sich einer Gilde anzuschließen, wenn die eigenen Werte zu den Voraussetzungen der Reservierung passen. Okay. Ja, ich denke mal, das können. Warte mal, hatte er geschrieben Gildenleiter? Ja, Gildenleiter, okay. Das Feature können wir leider nicht uns anschauen. Das werden wir bestimmt nochmal austesten. Aber ja, ist auf jeden Fall ganz nice. Ja, schauen wir mal auf jeden Fall früher oder später mal vorbei. Meine Maus hängt sich hier irgendwie gerade manchmal auf. Ich weiß auch nicht warum. Hallo, Maus? Funktioniert bitte. Einmal in deinem Leben, danke. Okay, soweit die neuen Funktionen, kommen wir zu den Änderungen bestehender Funktionen. Die Spielerkasse kann nun auf 10 Milliarden Gold fassen, das wissen wir schon. Daily Login-Kalender belohnt Aktivität nun noch besser. Okay, was das auch immer heißen soll. Ja, der Daily Login-Kalender erscheint nun allen Spielern am nächsten Tag, deren Account vor Mitternacht erstellt wurde. Loggt ihr jeden Tag ein, wird nach 20 Tagen fällt automatisch der nächste Kalender geladen. Oha! Es gibt insgesamt 12 verschiedene. Es geht also nahtlos weiter mit der Belohnung für eure Aktivität. Alter, das ist eine richtig krasse Änderung. Das ist sehr, sehr nice. Das gefällt mir sehr gut. Da wird die Aktivität noch mehr belohnt. Das ist finde ich sehr nice. Sonst hat man ja 10 Tage oder so dazwischen, die man mal warten muss. Verpasst ihr einen Tag, fangt ihr mit einem neuen Kalender wieder an. Okay, man wird also auch mehr oder weniger, sag ich mal, bestraft, wenn man halt nicht so aktiv ist. Aber finde ich sehr, sehr gut, die Änderung, muss ich schon sagen. Mehr Raritätenvariationen beim Raritäten-Event. Neben Holstein-Seelen kann man beim Raritäten-Event nun auch Ressourcenbündel für die Schmiederessourcen Metall und arkane Splitter finden. Das ist auch sehr gut, muss ich sagen. Gefällt mir auch sehr, sehr gut. Die Event-Pads sind nun auch beim Vierfach-Event findbar. Die Pads Luchterblanc, Kürlich, Taubock und Mantiflamme sind nun auch findbar beim Vierfach-Event. Auch nice. Pad, die zweite, der Habitat-Counter. Der Counter
Der Pet-Habitat ist nun losgelöst vom Dungeon Counter. Ihr müsst also nicht mehr eine Stunde auf einen Habitatversuch warten, wenn ihr Dungeon gekämpft habt und andersrum. Weil sonst hat man ja, wenn man in Dungeon kämpft hier, haben die Pet-Habitate halt auch mitgezählt, dann konnte man die halt nicht angreifen, wenn man Dungeon gerade angegriffen hat. Das ist auch sehr cool, also das ist voneinander getrennt jetzt, das ist nice. Die Begleiter werden nun automatisch verbessert, eure Begleiter aus dem Dungeon-Turm müssen nun nicht mehr manuell mit Gold hochgelevelt werden. Dies passiert nun automatisch bei eurem Level-Up und das gratis. Das wusste ich auch schon. Ja, also ihr braucht eure Begleiter nicht mehr mitleveln, heißt ihr spart pro Levelaufstieg 10 Millionen Gold mal 3. Ja. Ist natürlich schade für die Leute, die jahrelang ihre Begleiter hochgezogen haben, ja, aber die haben natürlich auch Vorteile genießen können. Durch die Vorteile halt des Levelns haben die halt schon ein bisschen mehr Erfahrung bekommen als die jetzt nicht ihre Begleiter hochgelevelt haben und dementsprechend wahrscheinlich auch einen oder anderen Gegner mehr geschafft. Aber ist natürlich trotzdem, ja gut, lass es im höchsten Falle 700, weiß ich nicht, 600, 700, weiß ich nicht, so Skillpunkte sein, die jetzt die allerbesten jetzt irgendwie verschwendet hätten. Ja, es war viel, aber ja, gut, kann ich jetzt nichts weiter zu sagen. Also, man spart sich auf jeden Fall in der Zukunft auch was, ne? Also, lassen wir es mal so stehen, denke ich mal. So, was haben wir noch? Die Festung ist weniger goldintensiv. Okay, ja, gut. Die Goldkosten in der Festung wurden gesenkt, da es hier vorrangig um die Ressourcen Holz und Stein gehen soll. Ist auch nice, ja, spart man sich auch was. Änderungen am Tor zur Unterwelt. Die Unlock-Versuche wurden von maximal 15 auf 5 pro Tag gesenkt und die Ausbaubelohnung des Tores so geändert, dass die ersten 5 Stufen die Anzahl an Anlockungen bestimmen und die restlichen 10 die Seelenbelohnung erhöhen. Dass die ersten 5 Stufen die Anzahl an Anlockungen bestimmen und die restlichen 10 die Seelenbelohnung. Okay. Da muss ich mich mal mit näher befassen, auf jeden Fall. Änderungen am Gildenpad und der Hydra. Das Gildenpad ist nun für alle Gilden verfügbar, die mindestens 10 Mitglieder haben. Wurde auch geändert. Und deren Gildenleiter mindestens Stufe 150 innehaben. Und ein Pad besitzen, das eine Minimalstufe von 100 hat. Okay, also für alle, die mal fragen, ab wann man Gildenpad benutzen kann. Alle Gildenmitglieder brauchen die Hydra nun nur noch einmal pro Tag angreifen. Die Lebenspunkte der Hydra sind daher auf 20% des Ursprungswerts gesenkt worden. Das ist richtig nice, Alter. Holy shit. Das finde ich richtig gut. 5-mal am Tag angreifen war einfach viel zu viel für dieses Feature, muss ich sagen. Nice. Sehr, sehr gut. Auch was wir vorgeschlagen haben. Ja, eine Gesamtübersicht aller Änderungen und Bugfixes natürlich im Changelog. Nice. Okay, die Antwort nach dem Leben, dem Universum und den ganzen Rest, das ist W42, der Serverstart, der findet am Freitag statt. Ja, das habe ich auch schon mitbekommen. Also, ja, das Zitat aus Per Anhalter durch die Galaxis, sei mir verziehen, ich freue mich auf die Möglichkeit schon recht lange. Am kommenden Freitag um 16 Uhr Serverstart. Ja, die zugehörigen Gildensektionen hat man auch. Die Woche endet mit einem Fest. Nicht nur Welt 42 feiert das Wochenende mit allen 4 Events und einer 20% Pilzaktion. Nein, alle Spielwelten werden das beliebte Sonderevent aktiviert haben und den Ausgang der Geburtstagswoche damit feiern. Ja, auch nice. Fangt sie alle. Das Geburtstagsevent am Wochenende ist eine gute Nachricht für alle Petjäger. Okay, ja, also auch nochmal darauf achten, das 17. Wasserpet Parturtle und Habitat bereits erkundet haben, habt ihr die Chance, das zu sammeln. Auf der Totenkopfinsel findet man das. Sammelt sie alle, ist euer Sammeltrieb noch nicht gestillt, sehr gut, denn auch euer Sammelalbum möchte sich weiter füllen lassen, da es von heute an bis Ende Juni wieder die verrückten Geburtstags-Epics zu finden gibt. Achso, die habe ich schon alle. Zum Abschluss der News habt ihr die Ehre, euch unseren treuen Spielerinnen und Spielern im Namen aller hier bei Playa Games unseren Dank auszusprechen für eure Treue, euer Feedback und euer Engagement. Und wir wünschen euch viel Spaß und Freude mit eurem und unserem Spiel. Jörg IV aller Gamer hier bei Playa Games. Ja, und hier noch ein schönes Bild. Salute, kurze Info, das Update wird innerhalb der nächsten Minuten. Okay. Ja, da haben wir noch ein schönes Bildchen. Und ja, das sind die kompletten Update-News, das sind die Geburtstags-News, alles, was ihr darüber wissen müsst. Sehr, sehr nice das Ganze. Und ja, falls ihr noch genauer hinschauen wollt, dann haben wir hier noch die ganzen Changelogs. Ja, übrigens wollte ich noch mal kurz am Rande erwähnen, kursiv geschriebene Punkte sind realisierte Wünsche der Community.
So, mal jetzt drauf achten, was hier alles kursiv geschrieben ist. Bitteschön. Ja, und da nochmal sagen, was nicht alles, ja, ob wir gehört werden oder nicht. Und da könnt ihr mal durch die ganzen Changelogs durchgehen, was hier tatsächlich alles kursiv geschrieben ist. Also es ist schon sehr, sehr viel. Ja, und wer sich das nochmal hier durchlesen will, nochmal alles ganz genau, der kann gerne jetzt hier stoppen und das alles nochmal durchlesen. Ansonsten, ja, war es das von mir soweit. Ich wünsche euch auch viel Spaß beim Geburtstagsevent. Herzlichen Glückwunsch nochmal an Shakes and Fidget und ja, das soll soweit gewesen sein. Falls es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.